Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Video. Ja, ihr habt es vielleicht schon gesehen, mein Parfum-Adventskalender ist online. Ich verlinke euch mal die bisherige Playlist oben, aber ich wollte doch noch mal ein Video außer der Reihe machen, weil ich euch noch meine Monatsfavoriten vom November 2020 schuldig bin. Und los geht's. Der erste Duft, den ich euch zeigen möchte, ist von DKNY, das DKNY Woman in der Eau de Toilette Variante und genau, Energizing Eau de Toilette steht auch direkt drauf. Und was kann ich euch sagen? Ein frischerer Duft mit Koralle, mit Zitrusnoten, die aber in der Duftpyramide nicht aufgeführt sind. Wodka ist aufgeführt und Birke ist aufgeführt. Ja, Birke kann ich riechen, Wodka, keine Ahnung. Ein Duft, den ich am liebsten als Motivation zum Sport, ja, zu Hause getragen habe. Fitnessstudios haben ja im Moment geschlossen. Wenn ihr einen Motivator braucht, der hier sorgt dafür, dass ihr ordentlich Gas gebt. Einen frischen Duft zeige ich euch auch noch und dann geht es ein bisschen zu den winterlicheren Düften. Und zwar gerne getragen zur Erfrischung zwischendurch, nicht unbedingt vorm Sport, aber ja, auch mal so als Deo-Ersatz ist dieser von Yves Rocher Eau Fraiche Thé Vert, der ja letztes Jahr neu rauskam. Hier sind lediglich grüner Tee als Duftnoten aufgeführt oder als einzige Duftnote aufgeführt. Er riecht aber genauso wie der Thé Vert aus der Reihe Un Matin au Jardin, die jetzt aus dem Programm gegangen sind. Der grüner Teeduft war ja noch von Francis Courjean erdacht, aber wie gesagt, den hier, den es jetzt bei Yves Rocher gibt, der riecht genauso. So, jetzt gehen wir mal weiter zu den Herbstdüften. Und zwar habe ich für euch einmal von Van Cleef & Arpels den Rev. Und das ist ja mein liebster Herbstduft. Ihr habt es vielleicht gesehen bei meinem Livestream, in dem ich euch meine liebsten Herbstdüfte vorgestellt habe. Ein frischer, birniger Duft, der mit Neroli und Birne startet. Im Herzen haben wir dann leichte Blütigkeit durch Lilie, die hier allerdings nicht zu stark rauskommt. Und ich trage ihn am liebsten im goldenen Herbst. Nicht unbedingt so sehr an verregneten Tagen, sondern eher noch an Tagen, an denen es noch mal ein bisschen wärmer wird. Als es dann aber kälter wurde, habe ich diesen Duft getragen. Und zwar von Shalimar, den Shalimar Initial de Parfum. Das ist ein Duft, den es leider nicht mehr gibt. Ich habe mir den Flakon ersucht, und zwar von Parfumo. Dort gibt es ja, so eine Art Parfumflohmarkt. Ich finde den Flakon total süß mit dieser kleinen Quaste hier. Und es ist ein orangiger Duft, der in eine Iris-Herznote übergeht und ja, relativ orientalisch erscheint. Ich habe ihn im Alltag getragen und auch in den Abend hinein als Kuschelduft. Welchen ich aber auch noch und sogar noch ein bisschen lieber getragen habe. Ich kann euch jetzt leider hier nur diese Abfüllung zeigen, die ich auch von Parfumo habe. Und zwar ist das der Shalimar Filtre de Parfum. So sieht der Flakon dazu aus. Ein Duft, der dieses Jahr neu erschienen ist und der mich absolut umgehauen und überzeugt hat. Wir haben hier, ja, ein cremiges Zitronenwölkchen, unterlegt von der typischen Shalimar-DNA, die hier aber ganz zahm daherkommt und gar nicht so bissig, wie man es von dem normalen Eau de Parfum kennt. Die letzten beiden habe ich euch ja schon in meinem neuen Meiner Sammlung Video gezeigt, das verlinke ich euch oben auch nochmal. Und zu guter Letzt, welchen ich auch sehr gerne abends und zum Kuscheln getragen habe, von Jean-Paul Gaultier, das Le Male Le Parfum, auch dieses Jahr neu erschienen. Ja, ich kann nichts anderes sagen, als dass ich ihn absolut unisex und wundervoll finde. Er hat noch so dezent die Le Male DNA enthalten, eben dieses Duschgelfrische, was hier eben durch Lavendel und Bergamotte erzeugt wird, geht dann aber in eine sehr viel weihnachtlichere und winterlichere Version über, nämlich mit Marzipan. Er ist zwar als Herrenduft konzipiert, aber wie gesagt, ich liebe es, ihn zu tragen. Ich empfinde ihn als absolut unisex und überlege, ob ich ihn mir auch noch zu Weihnachten schenke. Ja, ihr Lieben, das waren meine Düfte im November.
Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Düfte ihr im letzten Monat vermehrt getragen habt. Das würde mich sehr interessieren. Und dann sehen wir uns, ja, wenn ihr wollt, morgen beim Adventskalender wieder. Die Videos, die werde ich alle um 9 Uhr hochladen für den Adventskalender, damit ihr die schon in der Frühstücks- oder Mittagspause schauen könnt. Eben dann, wenn man auch einen Adventskalender öffnet. Bis bald und bleibt gesund.